Hallo zusammen, mein Name ist Jali und nach dem Intro gibt es wieder ein wunderschönes Reisevideo, diesmal aus Jordanien. Wir waren 17 Tage lang in diesem Land unterwegs und haben neben den großen Highlights wie Petra oder Wadi Rum auch viele kleinere angeschaut. Wenn ihr also auf der Suche nach Ideen abseits der großen Hotspots seid, dann seid ihr genau richtig hier. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da oder abonniert auch meinen YouTube-Kanal. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Film ab! Von Amman aus ging es durch erstaunlich grüne Landschaften nach Er-Rassas, einem UNESCO-Welterbe. Das Highlight der römischen Ruinen aus dem 3. bis 9. Jahrhundert sind farbenfrohe, gut erhaltene Mosaike. Von Er-Rassas ging es weiter zum Theban Rock, einer Felsplatte, die über den steilen Abgrund in ein Tal hineinragt. Unsere Reise führte uns in das Biosphärenreservat Dana. Wegen des schlechten Wetters verschoben wir unsere geplante Wanderung am ersten Tag und fuhren zum Toten Meer. Zunächst ging es zum Museum am tiefsten Punkt der Erde. Es liegt 360 Meter unter dem Meeresspiegel und zeigt archäologische und geologische Ausstellungsstücke. Oberhalb am Berg liegt die Höhle, in der angeblich Lot und seine Töchter nach der Zerstörung von Sodom und Gomorra Zuflucht fanden. Nach dem Stopp am Museum ging es weiter zu unserer ersten Wanderung in einem Flussbett, auch Wadi genannt. Der Wadi Numera faszinierte mit einer roten Felslandschaft und einer engen Schlucht, die mich an den Antelope Canyon in den USA erinnerte. Nach der Wanderung ging es wieder zurück nach Dana in unser kleines Hotel in den Bergen. Zurück am Hotel konnten wir gerade noch den Sonnenuntergang über dem Dana-Tal genießen, in der Hoffnung, dort am nächsten Tag zu wandern.
und das Wetter spielte an diesem Tag einigermaßen mit. Daher ging es für uns zu Fuß von Dana rund 5 Kilometer und knapp 800 Höhenmeter in das Tal hinab. Unsere Tour findet ihr wie immer auf Komoot, den Link dazu gibt es in der Videobeschreibung. Nach der Wanderung im Dana-Tal ging es weiter zum Shobak Castle. Die Kreuzritterburg wurde 1115 gebaut, um die Karawanenwege zwischen Syrien und Ägypten zu sichern. Nach dem Besuch im Shobak Castle ging es für uns weiter nach Wadi Musa, die Stadt am UNESCO-Welterbe Petra, eines der bekanntesten Reiseziele der Welt. Vom Eingang zum Welterbe Petra bis zum ersten Tempel, der berühmten Schatzkammer, sind es rund 30 Minuten Fußweg. Alternativ kann man sich mit einem Golfcaddy auch fahren lassen. Die Felsenstadt Petra war die Hauptstadt der Nabatäer. In der Stadt kreuzten sich einst verschiedene Handelswege, was zu einem großen Reichtum zwischen dem 5. Jahrhundert vor und dem 3. Jahrhundert nach Christus führte. Die Gebäude der Stadt wurden dabei nicht gebaut, sondern aus dem Fels der Berge gehauen. Die eindrucksvolle Fassade der Schatzkammer ist rund 40 Meter hoch. Es handelt sich um das Mausoleum eines nabatäischen Königs, vermutlich Aretas IV. An diesem Tag sind wir die lange Strecke durch die Berge bis zum zweitbekanntesten Tempel von Petra gewandert. Der Tempel Ad-Der, auch Kloster genannt, liegt ganz im Nordwesten von Petra. Wer nicht gut zu Fuß ist, kann auch auf einem Esel zum Tempel reiten.
Petra ist ein weitläufiges Gebiet mit vielen Tälern. An diesem Tag sind wir durch ein Seitental zum Hohen Opferplatz gewandert, vorbei an alten Felsentempeln und Gräbern. Vom Aussichtspunkt am Hohen Opferplatz hat man einen beeindruckenden Blick auf den zentralen Teil von Petra. Wenn die Sonne untergegangen ist, beginnt mit Petra bei Nacht ein ganz besonderes Schauspiel. Arabische Live-Musik bei Kerzenschein vor dem großen Schatzhaus. Falls ihr dorthin möchtet, nehmt euch bitte sehr warme Kleidung mit. Nach Petra ging es für uns weiter nach Süden. Unser Ziel, das war die Rum, eine rote Wüste, in der schon viele große Filme wie Star Wars oder Dune gedreht wurden. Nach dem Stopp am Besucherzentrum ging es ins Wadi Rum Village. Dort wurden wir von unserem Hotel abgeholt und zu den ersten Highlights gefahren. Als erstes ging es in den Kasali Canyon, in dem neben Wasser auch alte Felszeichnungen zu finden sind. Danach ging es weiter zur Al-Ramal Red Sand Dune, von der man aus einen tollen Blick in die unwirkliche Landschaft hat. Unser Hotel ist das Wadi Rum Bedouin Camp. Unser Zimmer ist eines der weißen kugelförmigen Zelte, in dem ein ganz normales Zimmer mit Bett und Bad zu finden ist.
Der Sonnenaufgang im Wadi Rum ist eine tolle Erfahrung. Die roten Felsen leuchten dann noch einmal intensiver als am Tag. An diesem zweiten Tag wurden wir nach dem Frühstück von unseren Guides Betta und Allah abgeholt. Mit den beiden haben wir 2 Tage lang das Wadi Rum erkundet. Am zweiten Tag ging es für eine kleine Wanderung mit dem Jeep ganz weit in den Süden, fast bis zum Jabal ad-Dami. Von dem Aussichtspunkt hatten wir einen tollen Blick bis nach Saudi-Arabien. Folgte noch ein Spaziergang durch den Abu Kashaba Canyon, bevor wir den Tag mit einer Kameltour beendeten. Zurück im Hotel wartete bereits das Abendessen auf uns. Das Fleisch wurde auf einem Feuer im Sand eingegraben gekocht. Das Essen wie auch die Atmosphäre rund um den Kamin in der Lobby waren richtig toll. Abenteuern im Wadi Rum ging es wieder nach Norden bis nach Wadi Musa. Dort haben wir eine Nacht im Bubble Lux Hotel Petra übernachtet.
Das Besondere an diesem Hotel ist, dass die Zimmer durch Überdruck aufgeblasen werden und keine tragende Konstruktion benötigt wird. Nach einer kurzen Erholung im Hotel ging es nochmal in die Schlucht von Little Petra. Das Besondere hier ist vor allem eine Felsenwohnung, in der die Reste einer aufwendigen Deckenmalerei zu erkennen sind. An diesem Tag fuhren wir eine lange Strecke bis nach Kerak, um uns die dortige Kreuzritterburg anzusehen. Die große Festungsanlage aus dem Jahr 1140 fasziniert vor allem mit dunklen Gängen, Räumen und interessanten Lichtspielen. Von Kerak aus fuhren wir hinab in das Tal zum Toten Meer. Die Landschaft im südlichen Teil des Meeres wirkt wie von einem anderen Planeten. Die scharfkantigen Salzkristalle am Ufer umreißen das Meer mit einem weißen Band. Nach einem Scenic Drive am Toten Meer ging es weiter in die Berge zu unserem Hotel an den heißen Quellen, den sogenannten Mine Hot Springs. Nach einem schönen Bad in den heißen Quellen ging es zu einer Wanderung in den nahegelegenen Wadi Kashiba.
Hier gibt es eine abwechslungsreiche Landschaft und leichte Kletterpartien an den vielen schönen Wasserfällen. Nach unserem Besuch an den heißen Quellen ging es am Toten Meer entlang in Richtung Norden. Unser Ziel das Crowne Plaza. Hier haben wir unser Bad im Toten Meer absolviert. Falls ihr auch ein solches Bad plant, nehmt wegen der scharfkantigen Salzkristalle unbedingt eure Badeschuhe mit. Nach unserem Aufenthalt am Toten Meer fuhren wir weiter nach Norden. Wir besuchten die Taufstelle von Jesus bei Al-Makdas. Der Jordan ist eine scharf bewachte Grenze zu Israel. Deshalb konnte man nur mit einer geführten Gruppe ab dem Besucherzentrum an den Fluss. Dort konnte man die Taufen im Fluss auf beiden Seiten beobachten. Auf unserem Weg lag noch eine weitere biblische Sehenswürdigkeit. Der Mount Nebo soll der Berg gewesen sein, von dem Moses aus in das gelobte Land schauen durfte. Hier wurde um 393 nach Christus eine Kirche gebaut, von der an Ort und Stelle schöne Mosaike erhalten und ausgestellt sind. Weiter ging es mit einem Zwischenstopp an den Ruinen des Tempels Qasr el-Abd nach Amman in unser Hotel in der Hauptstadt von Jordanien. Unser nördlichstes Ausflugsziel in Jordanien war die antike Stadt Jerash. Die Stadt war rund 6.500 Jahre besiedelt und erlebte unter den Römern einen starken Aufschwung. Hier finden sich gut erhaltene Tempel, Theater und Prachtstraßen aus dieser Zeit.
demonstrieren Einheimische im Artemis-Tempel die Baukunst der Römer. Die Steinsäulen sind im Inneren mit Metall ausgegossen, sodass die Säulen auch bei Erdbeben mitschwingen und stehen bleiben. An unserem letzten Tag in Jordanien haben wir die Hauptstadt Amman erkundet. Als erstes ging es zur Zitadelle mit dem Umayyad Palace, einem Regierungssitz aus der Zeit um 743 nach Christus. Nicht weit entfernt von der Zitadelle in der Stadt liegt The Duke's Divan, ein historisches Wohngebäude aus dem Jahr 1924, welches heute für Besucher und Künstler offen steht. Leider sind wir am Ende unserer Reise angekommen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst mir gerne ein Like da und abonniert meinen YouTube-Kanal. Tschüss und bis bald.